3. Mai 2023 und heute muss man sagen, der erste schöne, warme Tag überhaupt in diesem Jahr. Du hast das Gefühl, du willst im T-Shirt stehen. Ihr steht im T-Shirt. Ist kalt, Lucien? Nee, gar nicht. Es ist endlich mal ein bisschen Vitamin D und schön warm. Ja. Vitamin D und schön warm. Lucien und Tobi. Tobi, grüß dich. Ja, die Hi. beiden Geschäftsführer hier. Es gibt noch eine Geschäftsführerin, glaube ich, die mit dabei Katja, ist. genau. Katja, Diese Kamera scheu. ja, die macht auch Backoffice viel und Genau. ist auch im Verkauf, macht viel Leasing. Finanzierung, Leasing macht die bei uns, also der ganze wichtige Kram. Ja, Stevens noch ein, zwei Takte, Hamburg. Genau, super coole Firma aus Hamburg, sehr familiäre Stimmung da immer und die machen jetzt auch seit 2, 3 Jahren sehr gute E-Mountainbikes, also schon länger. Aber mit den E-Inception seit 21 haben die damit jetzt eine neue Serie angefangen. Alu. Carbon und Alu. Hier sind wir jetzt bei Alu, aber haben auch viele Modelle mit einem Carbonrahmen. Ja, die Leute sind so ein bisschen abkotzen in den Kommentaren über die Preise. 5.400 Euro. Du kriegst aber viel Fahrrad hier fürs Geld. Also es gibt ja auch Fahrräder für 7.000, 8.000 Euro. Was haben wir denn hier verbaut? Haben wir Bosch? Genau, Bosch haben wir hier, da jetzt auch das neue smarte System, ne? Best 3 mit dem Kiox 300 Display, dem neuen. Ja, dem Bosch CX Motor Generation 4 mit dem Smart CAN Bus System. Ja, es gibt ja 3 Motoren. Ich durfte alle 3 testen. Jede Motorenvariante, ob das jetzt Shimano, also es gibt noch mehr wie 3, aber gibt ja noch Brose und so weiter, aber Shimano, Yamaha und so weiter. Der Bosch, was hat der für eine Eigenschaft? Wie würdest du das beschreiben in 3 Sätzen? Also in 3 Sätzen vielleicht der Bosch, wenn man den anfährt, merkt man gleich, so nach einer Viertelumdrehung zieht er gleich ordentlich nach vorne. Also er ist extra so abgestimmt, dass man halt merkt, okay, ich fahre hier ein E-Bike, das hat ordentlich Zug. Und gerade wenn ich mal so einen engen Trail auch bergauf fahre, macht das halt schon richtig Spaß bei dem. Ich habe gemerkt, du brauchst bei dem Shimano zum Beispiel Drehzahlen. Der wird, je mehr du drehst, wenn du Drehzahlen und Drehmoment hast, ja, dann kommt der richtig. Der Bosch kommt aber auch im Turbo von unten raus. Der kommt auch von unten raus. Wie gesagt, du brauchst halt so deine Viertelumdrehung, dann legt der los. Und ja, dann geht es halt direkt richtig vorwärts. Ne? Ja, Software, App-Steuerung ist jetzt inklusive. Ja, du kannst jetzt sogar die verschiedenen Unterstützungsmodi auf deinem Handy einstellen. Das ist jetzt so ja, der neue Schritt zum smarten System, dass man jetzt eben selbst auch so ein bisschen sagen kann, okay, ich hätte gern den Turbo-Modus raus, fahre ich eh nicht und solche Geschichten eben. Ja, Preis-Leistung haben wir angesprochen. Viele leasen ja mittlerweile. Da braucht man A, das Geld nicht mehr hinlegen und man kann es sich von der Lohnabrechnung brutto für netto abziehen lassen. Je nach Steuerklasse spart man noch viel Geld. Leasen wirklich so viele? Wird immer mehr tatsächlich. Also es ist auch von Firmen gern angenommen, um so ein bisschen einen Benefit für die Mitarbeiter anzubieten. Es gibt natürlich noch mehr als genauso viele Barkäufer. Das eigentlich überwiegt immer noch, aber Leasing wird schon auch immer ein größeres Thema. Ja, die Bremse, was ist das? Da war eine Vierkolbenbremse, die SRAM Code mit Dottflüssigkeit, also was im Bikepark auch erprobt ist. Die beißt richtig schön zu. Okay, kriegt man da Bremsbeläge in Spanien? Mit Sicherheit, also du wirst sowohl SRAM als auch Shimano wirst in jedem Fahrradladen bekommen, egal wo du bist. Gerade die sich auf Mountainbiken, glaube ich, spezialisiert haben, die Länder, die haben sowas. Ja, Eddy Current, was sind das für ein Reifen? Das ist ein relativ neuer Schwalbe-Reifen, extra für E-Mountainbikes konzipiert. Der ist zwar ein Tickelchen schwerer, hat aber einen super Grip. Das Fahrverhalten ist auch also wirklich ziemlich gut. Der hat aber hier hauptsächlich halt, was an dem neu ist, die Karkasse verstärkt. Weil so ein Bike wiegt halt schon mal ein paar Kilo mehr und wenn man dann halt einen Drop macht oder einen Sprung halt, dann nimmt der das halt mit und hat nicht direkt den Schlauch kaputt. Ne? Er sieht aus wie ein Motorradreifen. Also wenn du jetzt die Proportionen nicht vor Augen hättest, Ja, würdest du denken, das ist ein Motorradreifen. Die Optik lieben ja auch viele, oder? Genau, das Brachiale, das Mächtige, das mögen ja die Leute. Und das ist halt so ein bisschen kantig und markant. Ne? Also, Ja, vorne ein anderer Reifen. ja, vorne ist halt noch ein grippigerer Reifen. Das ist der Magic Mary, bin ich auch selber jahrelang gefahren. Meiner Meinung nach einer der besten oder der beste Trailreifen für vorne, weil der halt super präzises Lenkverhalten ermöglicht, aber trotz der weichen Gummierung hier einen guten Rollwiderstand hat. Also der Kompromiss zu, ich kann gut noch auf Asphalt und sonstigen Waldwegen rollen, ist hier gegeben. RockShox Yari. Gibt es überhaupt noch schlechte Gabeln?
Werden immer seltener. Also selbst die ein bisschen kleineren Marken, wie jetzt zum Beispiel Santur oder sowas in die Richtung, sind mittlerweile komplett auf Top-Niveau angekommen. Ich glaube, das hat so ein bisschen auch der Fahrradboom in den letzten Jahren mit sich gebracht, dass ja, die Konkurrenz immer größer und besser geworden ist. Ja, gerade Suntour, bis auf den Namen, da denkt man ja Suntour, vielleicht ein Reiseveranstalter, aber nein, ein Top-Hersteller für Dämpfer und Gabeln. Ja, Ausstattung ist wirklich klasse. Also du sagst, man hat viel Spaß damit. Jeder sollte das Fahrrad Probe fahren. Das heißt, also es kann gut sein, dass der eine sagt, hier genau mein Fahrrad passt und der nächste sagt, oh, ich weiß nicht. Ja, definitiv. Also da geht es dann auch um die Rahmengrößen. Gerade bei Stevens haben wir so ein bisschen ja, speziellere Rahmen, ein paar Größen auch mehr, als man sie so kennt. Da wirst du vielleicht auch mal sagen, okay, normalerweise fahre ich L, aber auf dem hier fühle ich mich auf dem M wohler. Also Probefahrt muss sowieso immer sein. Und dann halt auch, was die Ausstattung angeht. Ne? Oft sagt einem schon das Gefühl, was man braucht und was dann doch too much ist. Schön ist die Kabelverlegung im Service. Du hast eine breite Serviceklappe hier drunter für den Akku. Kommt man da auch in die Kabel ran durch die Serviceklappe? Ja klar, also wenn du die Motorabdeckung runternimmst, dann bist du auch direkt an den Kabeln dran. Wenn da dann Licht nachgerüstet werden soll oder dergleichen, dann ist das auch relativ schnell erledigt. Habt ihr Best 3 Licht mal nachgerüstet? Ja, haben wir jetzt. Ist ja oft schon so, dass man das dann nicht mehr so viel rummachen muss mit den Kabeln, weil teilweise ist es so, dass man die schon liegen hat. Das ist dann nicht mehr so ein Aufwand wie sonst früher von 2 Stunden. Das ist ein Stündchen, Dreiviertel oder so. Aber das haben wir auch schon gemacht. Das funktioniert gerade mit den Lupine und Supernova-Lampen, die wir haben in der Werkstatt, ganz gut. Die Lupine, die Lupine haben würde. Ja, Lupine, Lupine, ja. Wir sind ja hier in der Bundesrepublik Deutschland und da heißt Lupine heißt die Lupine. Letztes Jahr da schon gefragt und jeder sagt es selbst, also die sagen es alle ein bisschen anders. Dann, ne? Ja, SRAM, auch da muss man sagen, es gibt auch hier keine schlechten Schaltungen mehr. SRAM, Shimano, gibt es einen dritten Hersteller mittlerweile für gute Schaltung? Also vielleicht kommt Tektro noch dazu, die müssen sich jetzt so ein bisschen beweisen, sind gerade ganz frisch auf den Markt gekommen, aber SRAM und Shimano definitiv ganz oben. Und gerade die NX-Schaltung, wie wir sie hier drauf haben, super robust, wunderbar von der Spreizung, deine 12 Gänge, wie du sie eben brauchst, nicht mehr, nicht weniger, macht richtig Spaß zu fahren. Ja, digitale Schaltungen mit Servomotoren immer mehr auf dem Vormarsch, aber du sagst, mit ein bisschen Übung kann man die prima einstellen, auch nach 500 Kilometern. Na klar, also der Nachteil, den du hier hast, halt, du hast halt noch Züge verlegt, die längen sich irgendwann, da musst du mal ein bisschen nachspannen, aber das ist eigentlich relativ schnell erlernt und erklärt. So, Bremsbeläge auch hier habe ich einmal gelernt. Also wenn du noch nie so ein Fahrrad hattest, man kann oben drauf gucken, dann sieht man sogar noch die Bremsbelagdicke und Thema Scheiben. All das ist wirklich so abgestimmt, dass wir Plug and Play haben. Du hast etwas ganz Schönes gemacht. Du hast ganz hervorragende Pedale eben noch montiert von Reverse. Das sind so die, wo du dich dann mal beim Krankenhaus hier in Kaiserslautern anmelden kannst, wenn du abrutschst. Ja, da ist die Knochenhaut dann schnell verletzt. Nee, geht halt darum, dass man ordentlich Grip hat. Also es ist ja ein Fahrrad fürs Gelände, dementsprechend kommen auch Pedale fürs Gelände drauf. Da sind jetzt nicht diese Standard-Plastikteile dran mit den Reflektoren, die man oft so bei der Erstausstattung hat. Bei so Fahrrädern, da sehen wir es schon sinnvoll, dass auch immer ordentliche Pedale gleich drauf sind. Ja, die sind jetzt nicht dabei, muss man sagen. Der Dämpfer? Ja, haben wir auch einen RockShox verbaut. Insgesamt haben wir vorne wie hinten 140 mm Federweg. Ist natürlich mehr als ausreichend, ist der RockShox Deluxe drin. Also auch ein Luftdämpfer. Select Plus. Genau. Und der lässt sich gut einstellen hier an dem Fall. Also man hat so ein Audio-Feedback so ein bisschen, wenn du hier die Rädchen bedienst. Oder rastet das ein? Das rastet tatsächlich ein, also das hat mehrere Rastpunkte. Und was sich auch wunderbar bei RockShox einstellen lässt, ist der Luftdruck. Da hast du bei günstigeren Gabeln und Dämpfern hast du halt mal das Problem, dass dir so ein paar PSI verloren gehen. Wenn du dann die Pumpe abschraubst und draufschraubst, hier ist das immer eine schöne, feine Sache. So, du kommst ja aus der Technik. In der Werkstatt warst du ganz lange. Ja, in der Werkstatt bin ich immer noch regelmäßig, jeden Tag. Und vielleicht, wenn wir dann gerade dabei sind, also das Kettenblatt finde ich hier auch super. Warum? Ist halt Stahl, ist kein Aluminium. Das heißt, es also vorne das Kettenblatt, ne? Das, Vorne, Genau, das ist ja die Kassette. Hier. das ist Stahl. das wird wahrscheinlich 2, 3 Kassetten überleben. Ja. Gut. Das ist echt interessant. Das ist ja von dem Hersteller Miranda, den kennt wahrscheinlich keiner. Waren jetzt vor. Kenne ich, die machen so Limo. Ja, die schmeckt auch richtig gut, ne? Und das ist, ist eine Firma, die in Portugal ein Werk haben, da machen die ziemlich gute Sachen. Also
Also da muss man mal ein bisschen drauf achten, dass, wir haben ja nämlich öfters in der Werkstatt sogar jetzt vor ein paar Tagen gehabt, dass die Leute die Ritzel, also die Kettenblätter vorne richtig, zermalmen und verbinden. Batterie, was ist drin? Da ist jetzt ein entnehmbarer 625er Original Bosch Akku drin. Jo. Okay, hier vorne sieht man, da ist noch Hama. Ist das eine USB oder? Das ist ein USB-C. Da kannst du das Smartphone aufladen. Wird auch aktiv geladen, hält nicht nur die Leistung. Also selbst bei Navigation. Sehr schön, also lädt auf. Genau, Das lädt heißt, auf. gerade als Reiserad könnte es ja ausstatten. Gut, als Fully wird es immer ein bisschen schwierig. Erzähl. Hier ist noch interessant, Bremsen kann man hier werkzeuglos ein bisschen einstellen, dass der Leverage, sich der Hebel so ein bisschen anpasst, ne, dass man, wenn man es ein bisschen anders haben will, dass man stärker oder früher den Druckpunkt haben will, ist bei der Bremse auch noch ganz gut. Ja, viele berichten ja darüber, dass die Nachfrage ein bisschen zurückgeht. Im Moment, ihr könnt das gar nicht sagen. Ihr habt tolle Fahrräder zum guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr habt aber auch viel teurere Fahrräder. Wo fängt es denn an bei einem Fully? Das hier ist jetzt 5,5 ungefähr. Also wir sind ja Vollsortimenter und gucken auch, dass wir bei den gerade Mountainbikes, E-Mountainbikes und Gravels, dass wir da ein breites Portfolio haben. Das heißt, bei uns geht es bei den E-Fullies schon bei 3,6 los, 3,7. Ne? Ist dann wirklich Einstieg, ne? Klar. Aber wir haben einen Mountainbike-Fully. Und dann geht's halt, pendelt sich so schon bei 4.000, 5.000 ein, wenn man was Gutes haben will, eher so 5. Und nach oben kann natürlich keine Grenze. Also vom Patron Ultimate zum Super Delight von Riese Müller. Also da haben wir recht viel. Und von Stevens kriegen wir ja auch noch diverse Top-Modelle. Da haben wir jetzt auch schon einiges reinbekommen. Und ganz neu haben wir jetzt auch KTM drin. KTM, so, da sind wir. später zu. Stevens und Inception AM 761, ja. 761. Hier oben steht es auch nochmal drauf in einer wunderschönen Rot-Metallic-Farbe. Danke fürs Einschalten. Wir sind in Kaiserslautern bei einem wirklich alteingesessenen Fahrradhändler. Ja, es gibt sie noch, die alteingesessenen Fahrradhändler. Du machst den Job seit über 40 Jahren. Ja, genau. Ich werde dann irgendwann, wenn ich dann 70 bin, auf einen Schlag grau und krieg dann Falten. Aber ihr habt ein denkmalgeschütztes, tolles Gebäude. Ihr habt viel Platz. Ihr habt mittlerweile mehrere Läden nebeneinander schon belegt. Ja, Das ist so. größer, ja. Ja, wir mieten uns immer ein bisschen was hier an, weil Innenstadtlage ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber man hat auch ein paar Parkplätze vorm Laden, wir haben den Hof und irgendwie geht's schon. Genau, Konrad bei Green Bikes, established 1994 und die Rufnummer hier in Kaiserslautern, die 891489. Das sind eure QR-Codes nochmal. In welcher Straße seid ihr eigentlich? Wir sind, glaube ich, in der Glockenstraße 4. Glockenstraße 4, Öffnungszeiten? 10 bis 18 Uhr, montags bis freitags und samstags von 10 bis 15 Uhr. Aber Ausnahmen gibt es halt, wenn jemand Termin und von weiter weg kommt, können wir da auch was machen, früher oder später. Lucien und Tobi. Vielen Dank fürs Einschalten. Stevens.